For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein super oberhübsches, wunderschönes Intro-Tierchen heute. Ein Netzpython. Die Farbvariante ist Purple Golden Child, ne? Procamerus reticulatus als Golden Child Purple, ja, wenn man es alphabetisch macht, so rum richtig. Ne? Golden Child ist eine Farbvariante, Purple ist Purple Albino als Farbvariante. Das zusammen kommen diese Tiere raus. Also ich finde es gigantisch von der Farbe her, ne? Dieses Orange und dann dieses Band da oben drauf mit diesen Grautönen oder Anthrazit oder was es ist. Also super hübsch, für mich eine der schönsten Farbvarianten, was es an Netzpythons oder an Riesenschlangen eigentlich gar gibt. Wollte ich euch heute unbedingt zeigen. Wir wissen alle, Netzpythons werden leider recht groß, deswegen nicht jedem gegönnt, sich einen Netzpython zu halten. Aber wer den Platz hat, beziehungsweise einfach nur mal hier zum Anschauen, super hübsch und deswegen für euch heute. Das Thema heute ist Terraristik Plug and Play. Jeder, der jetzt auf die neue Erfindung wartet, muss sich enttäuschen. Terraristik ist kein Plug and Play. Das gibt es nicht, das kann es nicht geben. Wieso, das erkläre ich euch in der heutigen Folge. Aber letztendlich ist es in der Terraristik wirklich so, ich habe mein Tier und dann muss ich das passende Terrarium außenrum machen und kann das aber nicht als komplettes Set kaufen, Lampe drauf einstecken und los geht's. Ist in der Terraristik unmöglich. Wieso, seht ihr jetzt gleich, wie gesagt, Schritt für Schritt. In der Terraristik ist eben im Gegensatz zu der Aquaristik vielleicht wegen eine andere Vorgehensweise. Ne? In der Aquaristik ist doch eher so, ich sage, okay, in der Wohnung habe ich 1 Meter Platz, da kaufe ich mir so ein schönes Aquarium mit, was weiß ich, Meter, was sind es, 200 Liter dann wahrscheinlich oder sowas. Und da mache ich dann irgendwelche hübschen Fische rein. In der Terraristik ist es doch eher so, es gibt ein Terrarientier, das ich will, zum Beispiel so eine hübsche Bardagame, und sage, oh Mensch, ich will so eine Bardagame haben. Wie groß braucht die denn das Terrarium? Ne? Dann heißt, naja, Bardagame braucht 1,50 Meter Terrarium. Also muss ich mir das 1,50 Meter Terrarium sozusagen um die Bardagame drumherum kaufen. Es ist aber nicht damit getan, dass das Terrarium um das Tier drumherum ist. Dann geht es weiter, welches Licht braucht denn eine Bardagame? Die braucht jetzt ein ganz starkes Sonnenlicht, braucht eine extrem hohe Temperatur, braucht sehr viel UV-Licht. Ist jetzt völlig anders, wie wenn sich jetzt jemand sagt, okay, ich will einen Leopardgecko, wie halte ich den Leopardgecko? Ne? Dann hat er eine ganz andere Herangehensweise. Oder wenn einer sagt, okay, ich möchte eine Schlange, bei der Schlange ist das Licht letztendlich zweitrangig, dann geht es eher um die Heizung. Dann muss der das auch ganz anders wieder aufbauen, wie der, wie gesagt, Bardagame oder Leopardgecko. Ne? Also so ist für jedes Tier eine viel individuellere Herangehensweise. Wie gesagt, der Aufbau fängt vom Tier an. Im Prinzip gibt es 3 Arten von Terrarium, mal ganz grob unterteilt in der Terraristik. Hier so ein Glasterrarium, das ist so der alte Klassiker. Also seit ich in der Terraristik bin, seit über 30 Jahren, gibt es diese Glasterrarien, mehr oder weniger der gleiche Aufbau, ne? Da unten eine Lüftung drin, oben eine Lüftung drin. Das ist wirklich so die klassische Geschichte. Dann haben wir die Holzterrarien, das hat hier nicht mehr hergepasst, das tun wir mal einblenden. So ein klassisches Holzterrarium, mittlerweile aus diesen OSB-Platten, die sind am günstigsten, am billigsten eigentlich. Optisch vielleicht nicht das totale Highlight mit dem OSB, aber wie gesagt, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und relativ praktisch. Man kann sie sogar verschicken und so weiter. Das ist eigentlich die zweite Methode bzw. alternativ dazu. Eigentlich ähnlich. Statt dem OSB gibt es das dann auch aus Kunststoff oder Forex-Platten oder irgendwelches anderes Material. Aber das sind auf jeden Fall Terrarien, die rundherum zu sind, blickdicht sind und lediglich vorne die Schiebescheiben haben. Das würde ich so als zweiten Terrarientyp bezeichnen.
Und dann gibt es den dritten, bisschen neueren Typ. Hier jetzt als Beispiel so ein Reptiso-Terrarium. Die haben dann so einen Rahmen außenrum. Und was wegen der große oder der gravierende Unterschied ist, dass der Deckel aus Gaze ist. Also der lässt Licht durch und auch Wärme durch. Das heißt, da kann ich unter Umständen von außen, in dem Fall mit so einer Kompaktlampe, vielleicht von außen auch die Wärme und das Licht reinbringen. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil an diesem Terrarium mit dem Gaze-Deckel. Wie gesagt, kann ich was oben drauf stellen. Dass zum einen dieses Gaze-Gitter filtert natürlich einiges an Licht raus, filtert einiges an Wärme raus. Die Wärme insgesamt, wenn ich sie oben drauf stelle, geht mir natürlich auch mehr Wärme verloren, wie wenn ich es im Terrarium drin habe. Das ist wegen der zweischneidige Schwert an diesem, oder das zweischneidige Schwert an diesem Gaze-Deckel. Ne? Wenn ich will, kann ich es von außen machen, muss mir aber bewusst sein, dass ich einen deutlich höheren Aufwand an Energie habe, ne? Weil, wie gesagt, die Energie nicht im Terrarium drin ist, sondern draußen und auch durch den Gaze-Deckel wieder entsprechend viel Energie verloren geht. Wobei das kann ich kann auch hingehen und mir einen Teil oder einen Großteil abdecken von dem Gaze. Dann geht zumindest das, was ich an Energie reinstecke, nicht gleich wieder raus. Ne? Das ist so die dritte Möglichkeit an Terrarium, die ich habe. Wenn ich jetzt hingehen würde und habe so ein Glasterrarium, sage mir, okay, ich stelle diese Kompaktlampe auf dieses Glas eigentlich oben drauf, ne? So ähnlich wie man es ja in der Aquaristik hat, kann ich in dem Fall gar nicht machen, weil weder die Wärme kommt vielleicht bedingt durch das Glas durch, aber spätestens, wenn ich Echsen habe, die Badagame, die wir vorher hatten, UV-Licht geht nicht durch Glas. Deswegen kann ich, wenn ich im Terrarium UV-Licht haben will, nie außerhalb vom Terrarium beleuchten, weil Glas das UV-Licht zu 100% rausfiltert. Ne? Also schon allein deswegen ist keine Option. Also würde ich die Lampe hier, egal welche Leuchtmittel da drin sind und sind die noch so gut, stelle ich die hier drauf, filtert mir das Glas sämtliches UV-Licht raus und das Glas filtert mir natürlich auch extrem viel Wärme raus, wenn ich das von oben beheizen will, beziehungsweise das Glas selber würde wahrscheinlich sich ziemlich stark erhitzen und im Terrarium käme nichts an. Deswegen habe ich ein Terrarium in dieser Bauart, muss ich meine Wärme innen reinbringen und mein UV-Licht innen reinbringen. Will ich das einfach nur beleuchten, weil ich zum Beispiel Schlangen drin habe, die kein UV-Licht benötigen, dann kann ich natürlich auch von außen das beleuchten, zum Beispiel mit LED. Aber dann habe ich immer noch die Problematik mit der Heizung und bei einem Terrarium wie hier muss die Heizung innen rein. Sei es, dass ich hier oben ein Heatpanel hinmache zum Beispiel oder an die Rückwand ein Heatpanel mache. Ganz früher hat man diese Terrarien von unten beheizt. Würde ich euch abraten. Das ist völliger Quatsch, weil unten drin ist ja das Bodeneinstreu, also das macht keinen Sinn. Das Einstreu würde die ganze Heizung ja wieder abdämmen. Also wenn ihr es beheizt, dann von innen, entweder oben oder Rückwand. Ja? Aber die Heizung muss innen rein. Bei der dritten Möglichkeit, das OSB-Terrarium bzw. Forex- oder Kunststoffterrarium, da erklärt sich von selber, da muss ich ja natürlich innen rein, weil durch diese Materialien keine Wärme, kein Licht kommt. Also muss ich meine Lampe innen reinhängen, meine Spotstrahler innen reinhängen, meine Heatpanel oder meine Heizung innen reinmachen. Dann ist natürlich ganz klar, dass das alles im Terrarium sein muss. Und eben da schließt sich der Kreis zum Plug and Play. Ein Terrarium fertig anzubieten. Also gut, ich könnte jetzt hier vielleicht, ich könnte sagen, okay, ich mache das als Schlangenterrarium, tue das Heatpanel innen schon anbringen und tue vielleicht einen LED-Strahler oben drauf legen. So viel könnte man dem Kunden oder auch dem Anfänger-Terrarianer vielleicht abnehmen, zu sagen, okay, ich mache die Heizung rein, ich mache die Lampe hin. Allerdings wäre das dann in dem Fall mit Heatpanel und Lampe ein reines Nattern und Riesenschlangen-Terrarium, ne? Also mal von der Größe abgesehen.
Aber der User oder der Benutzer wäre völlig eingeschränkt, weil er das Terrarium wirklich nur dafür verwenden kann. Er könnte es jetzt nicht für irgendwelche Echsen verwenden, weil dann schon wieder das UV-Licht fehlen würde, ne? Also von dem her macht es wohl doch eher Sinn, dass ich einzelne Elemente verkaufe und der Terrarianer, das ist auch Teil vom Hobby, muss halt hingehen und sich dann doch ein bisschen das zurechtbasteln, die Lampe innen rein basteln oder innen rein machen, am Lüftungsgitter zum Beispiel festmachen oder festkleben oder sowas. Um dieses bedingte Basteln kommt man einfach nicht drum rum. Was eben der Plug-and-Play-Lösung, also für die User, die sich jetzt anschauen und sagen, ja, aber ich möchte es doch so einfach wie möglich. Wie gesagt, was der Geschichte Plug-and-Play am nächsten kommt, ist diese Methode hier mit diesen Lampen. In dem Fall, das ist auch so eine Reptisu-Lampe. Die hier ist jetzt ohne Thermostat. Die gibt es dann auch sogar mit Thermostat. Da kann ich einstellen, wie viel Grad. Da mache ich einen Wärmestrahler rein. Da kann ich Spotstrahler reinmachen für die Helligkeit oder Energiesparlampen für die Helligkeit. Also da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, kann das Ganze sogar über einen Thermostat steuern, dass die Wärme stimmt. Dann ist sogar noch, gibt es mit einer Zeitschaltuhr mit drin. Da kann ich den Tag-Nacht-Rhythmus dann steuern. Also das käme der Plug-and-Play-Idee am nächsten. Wie gesagt, ihr müsst euch aber bewusst sein, dass ich dann meine Energiequelle außerhalb habe, also einen deutlich höheren Energieaufwand habe, wie wenn ich das alles ins Terrarium reinmachen würde. Hintergrund von der Sendung ist einfach, wir bieten ja so Komplettsets an für verschiedene Tierarten, ne, sei es hier Leopardgecko, Königspython, Bardagam, was weiß ich was. Wir probieren die Sets auch so einfach wie möglich zu machen, aber trotzdem muss der Terrarianer um das Basteln kommt einfach nicht drum rum, ne? Und dann gibt es manchmal welche, die das einfach nicht gern machen oder da einfach nicht dafür geboren sind für die Bastlerei und so und sagen, ja, könnt ihr das nicht oder könnt ihr das schon alles aufbauen oder könnt ihr das nicht noch ein wenig besser machen. Wäre ich mal auf eure Ideen gespannt. Vielleicht habt ihr eine Idee, wo ihr seit Jahren sagt, ja, aber das könnte man doch total vereinfachen, könnte man so und so machen. Bitte gerne bei den Kommentaren reinschreiben, bin ich gespannt drauf oder vielleicht können wir sogar irgendwas umsetzen, das eine oder andere oder vielleicht kommt eine neue Geschäftsidee und wir ziehen das ganz tolle große Plug-and-Play-Terrarium zusammen auf. Also bin ich wirklich gespannt drauf. Gebt mal euer Feedback da dazu oder eure Ideen da dazu. Wie gesagt, Tiere wie ein Leopardgecko ist das sicherlich deutlich einfacher. Da komme ich ganz gut mit der Lösung, die Reptisu-Lösung, wo ich vorher gezeigt habe, wo man oben drauf die Lampe legt. Denke ich, beim Leopardgecko geht es ganz gut. Bei der Bardagame kommt es sicher schon an ihre Grenzen, schon allein von der starken Lampe, die ich brauche. Bei der Beheizung Schlangenterrarium von außen beheizen ist vielleicht dann auch schon wieder schwieriger. Also wie gesagt, bin gespannt auf euch. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch die Sendung gefallen hat. Abonniert uns, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, immer am Freitag. Bin gespannt auf eure Kommentare und auf euer Feedback. Bleibt mir treu und checkt my balls.